Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich bin der Erdem, 38 Jahre alt, bin aus Deutschland, bin Türke, Südländer, bin seit 13 Jahren in dieser Stadt, bin der Liebe wegen gekommen. Die Liebe ist weg, aber die Liebe zur Stadt ist geblieben und größer geworden. Und, mein perfekter Tag beginnt im Phil auf der Gumpendorfer Straße 10 mit einem Espresso und mit 5000 Kalorien in Form einer Schokoladentorte. Ich liebe dieses Süßzeug. Und mein weiterer perfekter Tag sieht so aus, dass ich an den Naschmarkt gehe erstmal. Und ich nehme euch jetzt einfach mal mit und zeige euch den. Kommt mit. Josef, wie geht's dir? Gut, alles okay? Wir sind jetzt auf dem Wiener Naschmarkt in einem meiner Lieblingsgeschäfte, ein indisches Feinkostgeschäft. Das ist der Josef. Und bei ihm gibt es Samosas, diese gnadenlose Selbstüberschätzung. Aber ich liebe dieses Zeug und ich mag das bei diesen Samosas. So. Und was liest du derzeit? Jetzt lese ich C-Sharp. Er liest C-Sharp. Ich esse noch ein bisschen und dann... Also sehr empfehlenswert. Ich gehe weiter. Okay. Pass auf dich auf, wir sehen uns noch. Schönen Tag, ciao. Und ich nehme noch ein Gingerbier mit. So, und jetzt sind wir an diesen ganzen Gemüseständen, die im oberen Bereich des Naschmarkts sind. Da haben wir das beste Obst und Gemüse, alles exotische Früchte. Und wir gehen mal an diesen Stand, das ist mein Lieblingsstand. Kolay gelsin, ikinci defa. Scheint sogar österreichische zu sein. Und wir kriegen sie auch gleich gewaschen, können sie sofort essen. Çok sağ ol. Hadi kendine iyi bak, mach's gut. Das war der Wiener Naschmarkt. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Und jetzt habe ich etwas Hunger bekommen und ich möchte einen Gulasch essen. Eines der besten in der Stadt, im Stehmann. Da gehen wir jetzt hin. Rechts hinter mir das Apollo-Kino, eines der größten Kinos, das mitten in der Stadt ist. Und links hinter mir das Haus des Meeres, das sich in einem ehemaligen Flakturm aus dem Zweiten Weltkrieg befindet. Und hier das Café Jelinek, Otto-Bauer-Gasse. Auch sehr schön. Aber wir wollen Gulasch essen und zwar hier im Stehmann. Das schmeckt gut. So, das war jetzt sehr gut. Das war das Gulasch im Stehmann in der Otto-Bauer-Gasse Nummer 7. Unbedingt ausprobieren. Und was soll man niemals machen auf vollen Magen? Schwimmen gehen. Und das machen wir jetzt. Das ist übrigens die Maria-Hilfer-Straße, eine der größten Einkaufsstraßen in Wien. Und man kann hier eigentlich sehr gut einkaufen. Also man findet alles. Da gehen wir noch weiter entlang. So, die Maria-Hilfer-Straße ist ziemlich lang, wie ihr seht. Übrigens links das Volkstheater, eines der vielen Theater in der Stadt, neben dem Burgtheater, das noch weiter vorne ist. So, wir wollten ja eigentlich schwimmen gehen, aber auf meinem Weg lag noch etwas, das ich euch unbedingt zeigen möchte. Kommt mal mit. Und zwar, das ist der Dachboden im 25 Hours Hotel, Lerchenfelder Straße 1 bis 3. Sehr schön eingerichtet, entspannte Leute, aber das wirklich Interessante, warum ich so gern hierher gehe, das seht ihr jetzt. Die Aussicht.
die Aussicht auf Wien. Ich bin sehr gern hier, weil man auf die Stadt hinabschauen kann. Und man hat eigentlich kompakt alle großen Sehenswürdigkeiten. Angefangen bei der Karlskirche hinten, Naturhistorisches und Kunsthistorisches Museum, der Stephansdom, Rathaus. Und man kann sogar bis nach Klosterneuburg sehen. Und jetzt sollten wir schwimmen gehen endlich. Nein, also ein griechischer Tempel mitten in Wien und ich als Türke mag alles, was griechisch ist. Er ist auch neu angemalt worden. Das ist der Volksgarten nochmals, sehr schön. Kommissar Rex, wer es kennt, jede zweite Folge wird hier gedreht. Und Rex springt immer über diese Bänke dort hinten. Der Hund. So, und wir sind hier am Schwedenplatz. Das ist die Grenze zwischen 1. Bezirk und 2. Bezirk, direkt am Donaukanal. Und wir gehen jetzt endlich schwimmen aufs Badeschiff. So, und da wollte ich mit euch schon die ganze Zeit hin, aufs Badeschiff schwimmen. Und endlich sind wir da. So, das war jetzt die nötige Abkühlung, die ich gebraucht habe. Das Badeschiff, ein Schwimmbad auf dem Donaukanal, mitten in der Stadt mit dem kältesten Wasser von allen Bädern in Wien, garantiert. Und man kann hier sehr gut Kaffee trinken und sehr gut essen. Unten im Holy Moly gibt es sehr gutes Essen. Der Donaukanal ist generell ein ganz, ganz cooler Platz zum Spazierengehen, abends am Donaukanal sitzen. Man hat da hinten das Motto am Fluss, Tel Aviv Beach, die Adria, ganz hinten das Flex, einer der ersten Clubs in Wien. Hinter uns die Hermanns Strandbar und ja. Und da das Ganze direkt am 1. angrenzt, wir sind hier, das zählt zum 1. Bezirk, gehen wir jetzt noch in die Losbar. Und da werden wir noch einen kleinen Absacker trinken, um den Abend schön ausklingen zu lassen. Okay? Diese Skulpturen übrigens sind von Franz West, gleich gegenüber vom Stadtpark. Und das mag ich am 1. Bezirk, in dem wir uns gerade befinden. Man entdeckt immer eine neue kleine Gasse oder immer ein neues, tolles Lokal. Oswald und Kalb. So, das ist der Stephansplatz, hinter mir der Stephansdom. Und wir versuchen uns jetzt durch die ganze Menschenmenge durchzuschlängeln zur Losbar. Komm mit. Endlich geschafft, wir sind angekommen in der Losbar. Jetzt setzen wir uns da rein und ich hole mir noch einen kleinen Schlummertrunk. So, wir sind endlich angekommen in der Losbar im 1. Bezirk. Die Adresse ist Kärntner Durchgang Nummer 10. Und die Losbar ist eine sehr coole Bar, die ich erst vor kurzem kennengelernt habe. Das Interieur ist von Adolf Loos, einem österreichischen Architekten. Das Ganze ist gefühlte 2 Quadratmeter groß und die Spezialität dieser Bar ist der Espresso Martini Shot. Den trinke ich jetzt auf euch. Und wenn ihr nach Wien kommt, kommt unbedingt in diese Bar. Die Losbar müsst ihr sehen. Das Ganze ist so klein, wir laufen uns über den Weg und werden uns definitiv kennenlernen.